Ich bin Annette von der Deutschen Römerin und dieses Jahr ist ja in Rom ein ganz besonderes Jahr. Ist das 27. offizielle heilige Jahr. Und welche Kirchen man dafür besuchen muss und was da alles drumherum ist, erkläre ich euch in diesem neuen YouTube-Video. Klassisch spielen 7 Kirchen eine besondere Rolle bei der Pilgerreise nach Rom. Sie sind alle innerhalb eines Tages zu Fuß zu erreichen. Um sich für den Besuch der heiligen Pforten zu registrieren und anzumelden, benötigt man den Pilgerpass. Wir sind dafür von der Webseite des deutschsprachigen Pilgerzentrums in Rom gestartet und wurden auf die offizielle Seite des Heiligen Jahres weitergeleitet. Der Prozess ist ganz einfach und man wird gut in allen Schritten durchgeführt. Mit der blauen Metro-Linie kommt ihr zur zweitgrößten Basilika von Rom, San Paolo fuori di Mura, also außerhalb der Mauern. Angekommen beim Eingang. Ja, hier sind die Sicherheitschecks und ich fühle mich echt sicher hier. Schau mal, total verrückt. Hier gibt es jetzt also Guardia di Finanza, normale Polizei, die Staatspolizei, sogenannten Carabinieri, Municipale sind hier, das heißt das Ordnungsamt. Ja, noch mehr Guardia di Finanza, ne, also noch mehr Finanzpolizei, warum auch immer. Und falls ich bei der Heiligen Pforte in Unmacht falle, haben wir auch noch den Pronto Soccorso, also den Krankenwagen hier. Bellissimo, eh? So, also jetzt haben wir unsere Registrierung gemacht für die Heilige Pforte. Ich sehe da auch schon die Volunteers stehen. Aber mir fällt gerade eine Sache auf. Es gibt hier 4 Pforten, die sind alle geschlossen. Und die einzige Pforte, die offen ist die Heilige Pforte. Und meiner Meinung nach kann da auch jeder jetzt einfach so durchgehen, ob er nur eine Reservierung hat oder nicht. Diese Kirche ist dem heiligen Paulus gewidmet, der ganz in der Nähe aufgrund seiner Religion enthauptet wurde. Paulus war eine wichtige Stütze des Christentums. Und warum? Weil er überzeugter Jude war, der strikt gegen die Wiederauferstehung Jesu gewesen war. Er reitet nach Damaskus, um die Bevölkerung von seinen Gedanken zu überzeugen. Auf der Reise wird er in ein göttliches Licht gehüllt und hört die Stimme Jesus, der ihn fragte, warum er ihn verfolgte. Paulus verliert daraufhin sein Sehvermögen. In Damaskus angekommen, wird er auf wundersame Weise von der Blindheit geheilt, woraufhin er sich taufen lässt und zum bekennenden Christen und Missionar wird. Also erstmals wird die Heilige Pforte erwähnt, in Martin V. oder weiß man, dass die erste Heilige Pforte da geöffnet wurde, aber dann erst offiziell 1500 unser großer Papst Borgia, ja, der spanische Papst, der Alexander, der es zu einem offiziellen Ritual macht, also festlegt, und auch bei den größten 4 Basiliken 4 Pforten bauen lässt. Naja, und unser Borgia wäre nicht unser Borgia, wenn er nicht festgelegt hätte, dass er als allererstes natürlich durch diese Pforte schreiten muss. Hat er natürlich recht, soll er natürlich auch. Und damit auch keiner auf die Idee kommt, das anders zu machen, hat er gesagt, es werden Hände und Beine amputiert, wer sich traut, vor mir durch diese Pforte zu schreiten. Grande Borgia. So, Sergej, also wir kommen hier nicht mehr raus. Wir müssen jetzt shoppen gehen. Schau mal, hier haben sie das Tor zugeschlossen. Hier haben sie alles mit Blumen vollgestellt, damit wir ja nicht entweichen und unbedingt den hauseigenen Bookstore besuchen gehen. Yeah! Gucken wir mal, was es so Tolles gibt, ne? Heilige Paulus wusste schon, was gut ist, ne? Du kannst dir gute Schnäpse, einen guten Amaro, also nach einem guten
Kirchenbesuch, wenn man durch die heilige Pforte gelaufen ist, empfehlen wir einen guten Amaro. Also sogar ein Flachmann, guck mal. Flachmänner sind halt nicht so ganz klassisch, ne? Auf geht's zur nächsten Pforte mit einem guten Schluck Flachmann. I'm here with a fantastic volunteer of the whole year. What's your name? My name is Erin. Erin, where are you from? I'm from Boston. Wow, all the way from Boston here. Prinzipiell kann jeder Volontär werden. Wie lange wird in Absprache mit dem Vatikan besprochen? What's your task to do? Your part? Yeah, so basically I've usually been stationed right in front of the holy doors, which has been such a blessing. Man hat seinen festen Standpunkt und ist für alle Fragen der Pilger und Besucher ständiger Ansprechpartner. They give us a place to stay. They give us 3 meals a day for free. Wow, thank you for all this great information and Absolutely. enjoy Rome, enjoy your volunteer. And, Thank you. Thank you for the information. Thank you so much. So, und jetzt mache ich mich auf zur Kirche San Sebastian fuori di Mura, also außerhalb der Stadtmauern. Und dazu müssen wir durch das gleichnamige Stadttor, ja, was ja Teil der Aurelianischen Stadtmauer ist. Diese Kirche wurde auch vom Kaiser Konstantin gebaut und war ursprünglich den Aposteln Petrus und Paulus geweiht, bis also später hier umbenannt wird nach dem heiligen Sebastian. Und hier sind wir bei diesem Reliquienschrein. Da seht ihr unter anderem die Fußabdrücke. Quo vadis? Was hat es mit diesen Fußabdrücken auf sich? Die sollen von Jesus sein. Und zwar Petrus erfährt, dass er hier in Rom sein Märtyrium erleiden soll, flüchtet aus der Stadt. Als er hier bei der Appia Antica ankommt, erscheint ihm Jesus und fragt ihn, Quo vadis? Wo läufst du hin? Wo gehst du hin? Und Petrus kehrt um und stellt sich dem Märtyrium. Hier der heilige Sebastian, der Soldat unter Kaiser Diokletian war und sich dem Christentum bekannt hat. Er wird zum Tode verurteilt und mit Pfeilen erschossen. Seinen Leichnam ließ man am Wegesrand liegen, wo ihn die Witwe Irene fand und für die Beerdigung vorbereitete. Dabei erkannte sie, dass er noch gar nicht gestorben war. Sebastian erholte sich, bekannte sich erneut dem Christentum und wurde im Circus Maximus erschlagen, ehe sein Leichnam in die Cloaca Maxima geworfen wurde. Lateran Basilika. Natürlich ganz wichtig, hinten die Statue von unserem Kaiser Konstantin. Und hier haben wir doch jetzt einige Pforten, die offen sind, also in verschiedene Türen, die man reingehen kann. Ich werde noch zu einer Heiligen, da sage ich uns. Und die Lateranbasilika ist ja heute Sitz vom Bischof Roms. Und wer ist Bischof Rom? Una domanda perché io vi ho visto pure su Basilica di San Paolo, così voi proprio gestite tutte le 4 grandi basiliche? No, vabbè, ho una parola, sono tedesca, però... Jeden, den man trifft, kann man ansprechen. Leute sind offen, freundlich. Und das ist doch mal was ganz toll Positives schon mal.
So, schaut mal, und da kann man also noch Reste sehen, ja, vom alten Papstpalast. Denn bis knapp ins 15. Jahrhundert lebten ja die Päpste hier bei der Mutter aller Kirchen. Also hier beim Lateran kann man echt viel Zeit verbringen. Wenn ihr einmal hier seid, besucht auf jeden Fall auch das Battisterium. Wenn ihr wollt, hinten die Scala Santa. Nur einige Gehminuten vom Lateran befindet sich die Santa Croce in Jerusalem. Auch diese Kirche ist eine der 7 wichtigen Pilgerkirchen für das heilige Jahr, hat allerdings keine heilige Pforte. Und jetzt treten wir an den Ort, der so super wichtig ist. Ja, und warum diese Kirche zu den 7 Pilgerkirchen gehört, denn hier haben wir ganz viele Reliquien. Hier oben 2 Dorne von der Dornenkrone. Da oben, da ist ein Finger von irgendwem. Nicht von Jesus, aber von irgendwem. Und hier haben wir Teile vom Kreuz. Am 24. Dezember 2024 hat der Papst nicht nur die heilige Pforte im Petersdom eröffnet, sondern ganz interessant auch in einem Gefängnis. Stehen wir hier vor dieser wunderschönen Kirche, die Außenfassade, ganz klassisch barock, also 17. Jahrhundert. Und da oben mit dem Kreuz sehen wir eine ganz wichtige Persönlichkeit, nämlich die Helena, die Mutter vom Kaiser Konstantin, die einen sehr großen Einfluss auf ihren Sohn gehabt hat, ja, wie das so bei Müttern auf ihre Söhne ist. Denn Kaiser Konstantin ist ja derjenige, der das Christentum erlaubt und den Toleranzdelikt erlässt. Anschließend pilgert Helena nach Jerusalem und bringt viele Reliquien mit in die ewige Stadt. Zwei der 7 Pilgerkirchen sind in Rom doch relativ weit außerhalb. Das ist einmal die San Sebastian und dann diese hier, die dem heiligen Laurentius gewidmet ist. Auch eine der Kirchen, die noch durch den Kaiser Konstantin gebaut worden sein soll. Wunderschöne Säulen hier. Also eine frühchristliche Kirche. Der heilige Laurentius, der sein Märtyrum unter dem Kaiser Valentin erlitten hat. Er soll also auf einem Rost zu Tode gegrillt worden sein. Denn der Papst Sixtus II. Wurde enthauptet und der ganze Kirchenbesitz sollte an den Kaiser gehen. Da hat sich der Laurentius gesagt, na, da komme ich dir in die Quere und sammelt alle bedürftigen Armen zusammen, um den Besitz vom Papst Sixtus II. An die zu verteilen. Naja gut, und da musste dann selber seine Strafe erleiden und eben ist dem Märtyrum zum Opfer gefallen. Er wird ja sehr viel verehrt in vielen Ländern. Und dann in der Kirche rechts von euch gibt es eine Tür, die ist verschlossen. Aber wenn man da klopft, da sitzt diese nette Dame und die dürft hier durch zum Klostergang. Und da könnt ihr hier auch an der Seite
viele Bilder sehen von der Zerstörung, der Bombardierung, ne, im Zweiten Weltkrieg, seht ihr, von 1943, wie zerstört diese Kirche war. Denn eigentlich gibt es ja ein Abkommen mit Churchill, dass Rom nicht angegriffen werden darf, damit man die Monumente nicht so zerstört. Aber es passieren oder fallen doch einige Bomben, die berühmtesten natürlich im Vatikan. Aber seht ihr auch hier bei dieser Kirche große Schäden angerichtet durch eine Bombardierung. Zum Klostergarten. Ja, Wahnsinn. Also jetzt fühle ich mich gerade zurückversetzt in die Zeit, muss ich echt sagen. Die Mauern sprechen können und man könnte jetzt also hier so die einzelnen Geschichten hören, was mit denen passiert ist, wer die waren. Das finde ich total spannend und interessant. Da kann man wirklich mal so Momente der Stille, des Relaxens, des zu sich kommen auf jeden Fall anders genießen als in dem Massentourismuszentrum von der Stadt. Auch wenn das natürlich auch schön ist. Und an dem angrenzenden Friedhof, dem Verano-Friedhof, findet ihr sogar die Tomba, das Grab von Bud Spencer. Aber diese Straße hier auf diesem Friedhof erinnert mich total an die Appia Antica, weil so müssen wir uns die Königin der Straßen vorstellen. Eine große, breite Straße und links und rechts große Mausoleen, Grabstätten. Je wichtiger eine Familie war, umso größer war deren Mausoleum. Denn innerhalb der Stadtmauern durfte im alten Rom niemand bestattet werden. Das heißt, alle raus entlang der Appia Antica. Und da bin ich angekommen bei der Basilica Santa Maria Maggiore, der größten Marienkirche. Das soll übrigens die Lieblingskirche von unserem Papst Franziskus sein. So, also hier vorne sind jetzt die Sicherheitschecks. Hier sind also jetzt die Eingänge für die Leute, die keine Reservierung haben. Also wenn dann viel los ist, wahrscheinlich sinnvoll doch über die App die Reservierung zu machen. Und hier drüben also für die Heilige Pforte, wenn man jetzt eine Reservierung hat. Also wir versuchen es trotzdem mal, ob wir trotzdem durch die Heilige Pforte gehen können oder gar nicht. Hier ist die Heilige Pforte. Und ich kann einfach durchlaufen. Also keine Reservierung war notwendig. Beeindruckend, ne? So, schauen wir mal, was dieses heilige Jahr mit sich bringen wird. Bis jetzt war das Jahr 2000, das heilige Jahr unter dem Papst Johannes Paul II. Das meistbesuchte Jahr. Mal gucken, ob wir das dieses Jahr toppen können. Aber hier unter dem Baldachin, in dieser wunderschönen Fassung, soll also eine Reliquie sein, ein Teil von der Krippe von Jesus. Die Santa Maria Maggiore befindet sich auf dem Esquilin-Hügel. Und wenn ihr mehr über den Esquilin-Hügel wissen möchtet, dann klickt dieses Video an. Oder wenn ihr in Rom seid, dann bucht unsere Esquilin-Tour. Im heiligen Jahr von 1450 brach hier auf der Engelsbrücke eine Massenpanik aus. Diese Stände, die ihr heute an der Seite seht, waren damals mitten auf der Brücke
Tausende Pilger strömten drüber. Ein Pferd wurde scheu, ja, und es kam zu einer absoluten Massenpanik. Viele Menschen wurden damals totgetreten, sodass der Papst Nikolaus V. eine zweite Brücke über den Tiber baute. Und zwar findet ihr die weiter hinten. Das ist die, die vom Campo di Fiori nach Trastevere geht, die Ponte Sisto. Also nochmal für euch als extra Hinweis, hier neben der Engelsburg habt ihr natürlich das Deutsche Pilgerzentrum. Momentan ist es wegen Betriebsferien geschlossen, aber immer eine super Anlaufstelle, um herzukommen, wenn ihr Fragen nochmal habt zum Heiligen Jahr, zu bestimmten Messen, zu Audienzkarten, ja, also die sind super hier drin, könnt ihr immer gern vorbeigehen. So, also hinter uns der Petersdom und natürlich wollen wir auch da durch die Heilige Pforte. Da nehmen wir jetzt also wieder unsere App her. Ganz simpel, Registrierung der Heiligen Pforte. Okay, also ich habe gerade so ein Volunteer gefragt. Wir haben also jetzt unsere Reservierung. Mit dieser Reservierung müssen wir jetzt hier in dieses Pilgerbüro. Die scannen unsere Reservierung. Momentan ist es noch überhaupt kein Problem, wenn man also eine Stunde zu früh, eine Stunde zu spät ist. Was ist, man muss immer warten, bis mindestens 8 Leute zusammenkommen. Das heißt, wir sind jetzt nur zu zweit, müssen warten bis 18, damit wir also diesen gesonderten Weg nehmen können. Ja, das könnte jetzt im Januar ein bisschen dauern. Ich hole uns mal einen Glühwein, Sergej, was meinst du? Also wir waren jetzt gerade in diesem Büro, hier unsere Registrierung zu zeigen. Die hat leider gar nicht funktioniert, also mit dem QR-Code. Wenn ihr dann vielleicht kommt, ist das vielleicht alles geregelt. Gibt dann also verschiedene Preghiere, die gibt es in allen möglichen Sprachen, leider nicht auf Deutsch, aber es gibt hier so kleine Informationsheftchen, ja, zum Jubiläum, Geschichte, Bedeutung, Symbole. Wir stellen uns jetzt mal an, in der Hoffnung, es kommen schnell 6 Leute, dass wir also auch unseren Special-Eingang hier benutzen dürfen. Leute, es wird spannend. Also es haben sich jetzt weitere 6 Leute gefunden und es kommt jetzt jemand uns begleiten, der das Kreuz trägt. Also ich habe in meinem Leben noch nie ein Kreuz getragen. Der schreit jetzt wahrscheinlich mit diesem Kreuz Richtung Petersdom. Ich sag's euch doch, ich werde noch heilig. So, ihr Lieben, also wir sind jetzt durch die Sicherheitschecks. Wenn ihr aber wirklich nur in die Basilika möchtet und nicht diesen Pilgerweg mit den Gebeten langlaufen wollt, geht man also hier auf der rechten Seite vom Petersplatz, ne, wo der Pasetto anfängt, vom Petersdom bis zur Engelsburg. Und ihr seht, es gibt hier unglaublich viele Sicherheitschecks. Jetzt momentan sind halt nur ein Drittel geöffnet, weil wahnsinnig wenig los ist. Aber wenn dann viel los ist, werden mit Sicherheit alle Sicherheitschecks aufgemacht. Das heißt aber für euch, ihr müsst dann also direkt hier entlang der Mauer euch anstellen, um nur in den Petersdom zu kommen. So, und jetzt schreite ich auch durch die letzte offizielle heilige Pforte hier am Petersdom. Okay, da geht's durch. Giorno. Okay, also, und ich bin durch. Gigantische Petersdom ist eine Ansammlung von Masterpieces, Meisterwerken, architektonisch, künstlerisch, bildhauerisch. Ja, es ist verrückt. Also jeder große Künstler, ja, hat hier irgendwas verewigt. Ob wir die gigantische entworfene von Michelangelo Kuppel haben, den Baldachin von Borromini und Bernini gebaut.
Ja, schaut euch die große Innenhalle an. Also verrückt, Mosaik, ja, Marmorstatuen everywhere. Also so ein Mammutprojekt zu realisieren, wow, hat es also 120 Jahre offiziell Bauzeit gebraucht, damit der Petersdom eingeweiht, war dann noch ewig und 3 Tage nicht fertig. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr in die Kirche kommt, verweilt, schaut euch diese unglaublichen Meisterwerke an und begreift, wie verrückt das ist, was von Menschenhand gemacht werden kann. So, wenn man also jetzt aus der Kirche rausgekommen ist, geht man einfach nur rechts, wenn man rausgeht. Wir versuchen jetzt wieder links runter zu gehen. Wir möchten ja gerne noch verstehen, wie das mit der Kuppel funktioniert, mit Toiletten etc. Zum Beispiel die unterste Ebene mit den Papstgräbern besuchen möchte, Garderobe, Toilette. Oder für die Kuppel, dann müsst ihr den Eingang rechts beim Petersdom nehmen. Also diese Treppe, wenn man keine Reservierung für die Kuppel hat, wenn ihr euch zum Beispiel last minute entscheidet, da noch hochzugehen, könnt ihr schauen, wie lang die Anstehzeiten ungefähr sind und kauft das Ticket an der Kasse. Vortritt haben natürlich die, die eine Reservierung gemacht haben. Und da geht man also in den hinteren Bereich und da gibt es einen separaten Aufzug für die Leute oder separaten, zumindest Priorität für die, die eine Reservierung haben. Hier gibt es Toiletten und von hier aus kommt man jetzt auch in die Tomba, in die Grotten vom Vatikan, wo wir noch weitere Papstgräber haben. Hier ist die Kasse für die Leute, die normal Tickets kaufen müssen. Ist erhöht worden jetzt mit Fahrstuhl auf 15 €. Wer das Ganze zu Fuß gehen will, 10 €. Aber wir gehen jetzt durch die Grotten nochmal in die Kirche. So, also meine Empfehlung nach diesen ganzen Proben heute ist tatsächlich, dass man beim Petersdom direkt rechts unten durch die Grotten zuerst geht, sich also die Papstgräber anschaut, denn man kommt dann direkt im Petersdom raus und muss so nicht alles 2-3 Mal laufen. Das heißt, wir sind jetzt mitten hier beim Hauptaltar und können uns die Kirche so anschauen. Wenn wir dann mit unserem Percorso fertig sind, mit unserem Besuch, kann man natürlich trotzdem noch mal rein und durch die heilige Pforte in die Basilika schreiten. Also jetzt gibt es jetzt hier nicht die Schottgläser, aber ich finde, das ist auch eine bessere Größe für so einen Aperol Spritz. Ne? Und dann nehmen wir natürlich mit, ja, also das offizielle Maskottchen, die Loge. Ich nehme die kleine Version, die große ist mir selbst im Angebot, so teuer. Ja. Und hier natürlich, guck mal, mit dem hier. Ah, schau mal, der gefällt mir gut. Yeah. Wird gekuschelt, im Heiligen Jahr wird gekuschelt. Haben wir uns gern, tun wir uns annähern. Wir nähern uns an. So, meine Lieben, mein Fazit. Es ist wirklich alles top organisiert, überhaupt nicht so kompliziert, wie es teilweise im Internet steht. Ob ihr als Tourist, als Pilger dieses Jahr nach Rom kommt, genießt es und vergesst das gute Weihwasser nicht. In diesem Sinne, danke und bis zum nächsten Mal. Wir dürfen. Das Wort war wir dürfen. Weile wird er ermordet. Wir suchen noch nach dem richtigen Termini, wie ich das ausdrücken kann. Ich kann ja nicht mehr genau erkennen, was das sein soll, aber es erinnert mich irgendwie gerade an Harpe Kerkeling. Das Lamm, der Wolf, Hurz!